I want to share with you some thoughts this morning. Ich möchte mit euch ein paar Gedanken teilen. How many of you in the audience today wear glasses? Wie viele tragen Brillen? Sehr viele, fast alle. Several of you. As you can see, I wear glasses. Also ihr seht, ich trage auch eine Brille. I don't know if you have this expression here in Europe, but in the United States, ich weiß nicht, ob ihr in Europa auch diese Aussprache habt, dieses Sprichwort oder ja. When we are driving, sometimes we say we have a blind spot. Wenn wir Auto fahren, dann haben wir manchmal einen blinden Fleck. Do you have this expression? Er fragt uns, ob wir das haben. Ja, das haben wir. Yes, we have it. Okay. I want to talk to us today about a blind spot. Und über genau dieses Thema möchte ich mit euch reden heute Nachmittag. Über euren blinden Fleck. That exists within the church. Der existiert nämlich in der Kirche. But before I get into my thoughts this afternoon, aber bevor ich in diese Gedanken hineingehe, I want to tell you a little bit more about the program we told you about yesterday. Ich möchte euch zuerst noch etwas mehr über das Programm erzählen, das ich euch gestern vorgestellt habe. The program is called Kosher Pastor. Das Programm heißt Kosher Pastor. And it's a program designed for Christians. Und das ist ein Programm für Christen, to help them learn about Messianic Judaism. Damit sie über Judaismus lernen können. We do have a special discount for you for that program. Wir haben euch einen speziellen Rabatt für dieses Programm. There are 4 courses or 4 classes in the course. Es sind 4 Klassen in diesem Kurs. And each class has probably maybe a dozen lessons. Und jede Klasse oder jeder Teil dieses Kurses hat etwa 12 Lektionen. The first class is called Introduction to Messianic Jewish Thought. Und der erste Teil dieses Kurses heißt Einführung in messianisch-jüdisches Denken. The second class is called the Jewishness of the Gospels. Und das zweite Modul heißt die Jüdischheit der guten Nachricht des Evangeliums. Sometimes we don't realize how much Judaism there is in the Gospels. Sehr oft sehen wir gar nicht, wie viel Judaismus im Evangelium drin ist. The third course is called the 5 Hebrew words that will change your life. Und der dritte Kurs heißt die fünf Worte, die euer Leben ändern. And the fourth class is called Paul under a Jewish microscope. Und das vierte Modul heißt Paulus unter einem jüdischen Mikroskop. I would love to give you just a slight preview as to one of the lessons in Kosher Pastor. Ich möchte nun euch einen kleinen Einblick geben, einen Vorblick, eine Vorschau über dieses Programm Kosher Pastor. So normally we have this program available for 400 Swiss francs. Normalerweise haben wir dieses Programm für 400 Schweizer Franken. But if you registered yesterday or today, you will get it for 200. Aber wenn du dich einschreibst, heute, gestern kannst du nicht mehr, die einen, die sich gestern eingeschrieben haben, dann bekommst du dieses Programm zu dem Discountpreis von 200 Franken, also zur Hälfte. A discount of 50%. Ein Discount von 50%. I can do mathematics. Also ich kann rechnen. So if you would like to register for this, or if you registered yesterday, if you have money with you today, you can pay for that. Otherwise, you need to get us your email address when you register, and we will send you an invoice. Also wenn ihr euch gestern eingeschrieben habt oder heute und ihr habt das Cash bei euch, Bargeld, dann zahlt das. Und wenn das nicht geht, dann müsst ihr uns eure E-Mail-Adresse lassen, damit wir euch die ganzen Daten schicken können, damit ihr das überweisen könnt.
But in order to get this discount, you must pay within 7 days. Aber um den Discount, die 50% zu erhalten, müsst ihr innerhalb 7 Tage zahlen. If you register, if you don't pay within those 7 days, you can still get the courses, but it will be at the regular price. Wenn ihr erst nach den 7 Tagen einzahlt, dann ist es natürlich so, dass ihr den Kurs trotzdem machen dürft und sollt, aber eben zum regulären Preis von 400 Franken. So let me give you just a short lesson as to one of the things you'll learn in Kosher Pastor. Ich möchte euch jetzt ein paar Sachen sagen, die ihr dann lernen werdet in diesem Programm. In Christianity, we have a slightly different mindset than in Judaism. Im Christentum haben wir ein anderes Gedankengut oder eine andere Denkweise als im Judentum. In the Kosher Pastor program, I teach people that I think I can distill Christianity into 2 words. In diesem Programm denke ich, dass ich die Christenheit in 2 Worte zusammenfassen kann. If someone were to ask me, Pastor Matt, how do I live a successful Christian life? Wenn jemand fragt, wie kann ich ein erfolgreiches christliches Leben führen? If we were to boil it down, I think I could come up with 2 words. Avoid sin. Wenn wir es runterbrechen, dann komme ich mit 2 Worten aus. Und das heißt, sündige nicht, Sünde vermeiden. How much of our life in Christianity is spent trying to avoid giving into temptation? Wie viel Zeit brauchen wir in der Christenheit eigentlich, nur um zu verhindern, dass wir nicht in Sünde fallen? Let's talk about sports teams for a moment. Wir schauen mal die Sportteams an. In a game of football, In einem Fußballspiel someone is on the offense and someone is on the defense. ist einer in der Offense und einer in der Defensiven. If our faith walk is avoid sin, Wenn unser Glaubensleben, we are always on the defensive. wenn wir auch im Glaubensleben darauf aus sind, Sünde zu verhindern, da sind wir immer in der Defensiven. Let's pretend that I had an issue with using illegal drugs. Zum Beispiel, wenn ich ein Problem habe, dass ich illegale Drogen benutze, If I woke up in the morning and said, don't do drugs, don't do drugs, don't do drugs, dann wache ich zum Beispiel auf am Morgen und sage mir immer, brauche keine Drogen, nimm keine Drogen, nimm keine Drogen. what am I focusing on? Auf was fokussiere ich? The drugs. Die Drogen. I'm being defensive. Ich bin in der Defensive. I'm being reactive. Ich reagiere. I'm not being proactive. Ich bin nicht proaktiv. So in Christianity, we try to avoid sin. Im Christentum versuchen wir Sünde zu verhindern. We try to avoid the bad. Wir versuchen das Schlechte zu verhindern. But the Jewish mindset is slightly different. Aber das jüdische Gedankengebäude ist anders. The Jewish mindset is to proactively do the good. Das jüdische Mindset oder das jüdische Gedankengut, das ist proaktiv und proaktiv Gutes zu tun. If I'm occupying myself with doing good things for God, Wenn ich mich damit beschäftige die ganze Zeit, gute Sachen für Gott zu tun, I won't be focusing on those bad things. dann fokussiere ich mich nicht auf die schlechten Sachen. So in Hebrew and in Judaism, Also im Hebräischen und im Judaismus, there is a philosophy known as the 2 natures, da gibt es eine Philosophie, die von den 2 Naturen spricht. or the 2 inclinations. Oder die 2 Inklinationen. In Hebrew, we talk about something called the Yetzer Tov, Im Hebräischen sagen wir Yetzer Tov, the good inclination, die gute Inklination, the part of me that wants to do the right thing. der Teil von mir, der das Gute tun will. But there's another nature, the Yetzer Hara. Aber da gibt es eine andere Natur, die Netzer Hara. Hara. Hara, die Netzer Hara. The evil inclination. Die böse
This is a very Jewish idea. This is a very Jewish idea. Das ist eine ganz jüdische Idee. The Apostle Paul in the New Testament talks about this a lot. Apostel Paulus spricht davon sehr oft. He calls it the flesh and the spirit. Er nennt es das Fleisch und der Geist. So in Kosher Pastor, I teach people Im Kosher Pastor Programm lehre ich Leute, to engage their good inclination sich in den guten Absichten zu engagieren and to deny their evil inclination. und weniger in die schlechten Absichten zu engagieren. One of the problems that we have in the church is we're afraid of good deeds. In der Kirche haben wir so Angst von den guten Taten. And this is because we're afraid that people will get the idea that our good deeds can save us. Und wir haben Angst, weil wir denken, die guten Taten könnten uns retten. Dass die Menschen dann denken. Also wir haben Angst, dass die Menschen dann denken könnten, weil wir gute Taten machen, könnten wir uns retten. Our salvation does not come from doing good works. Unsere Rettung kommt natürlich nicht von guten Taten. The Bible is clear on this. Da ist die Bibel ganz klar. Another thing in Kosher Pastor that we talk about is cleaning fish. Eine andere Sache ist, die wir im Kosher Pastor Programm anschauen, das ist Fische zu reinigen. Do any of you go fishing? Ist jemand hier ein Fischer? After you Ja. catch the fish, Also wenn du den Fisch gefangen hast, you clean the fish. dann reinigst du ihn. You have to prepare it so that you can eat it. Dann tust du ihn vorbereiten, ausnehmen, oder damit du ihn essen kannst. So in Kosher Pastor, I teach you a phrase. Im Kosher Pastor Programm lehre ich einen Satz. You cannot clean a fish until you catch it. Du kannst den Fisch nicht reinigen, bevor du ihn fängst. This is obvious. Das ist ganz klar. But in our spiritual lives, we get confused. Aber im geistlichen Leben, da sind wir konfus. In Judaism, and even in Messianic Judaism, Im Judentum und sogar auch im messianischen Judentum, we are very focused on doing good works for God. da konzentrieren wir uns voll darauf, gute Sachen zu tun für Gott. Acts of kindness, Nette Taten. things that help our fellow man. Sachen tun wir, die unseren Nächsten dienen. In Judaism, this is called doing a mitzvah. Im Judentum heißt das eine Mitzwa tun. Mitzvah literally means commandment. Eine Mitzwa heißt ein Gebot. But in a manner of speaking, a mitzvah can also mean doing something good for someone else. Aber im Umgangssprachlichen kann man auch sagen, etwas Gutes tun für jemanden. So the Christian church has always been a little suspicious of doing good works. Also die christliche Kirche war immer etwas zurückhaltend in dem Gutes tun. We are afraid of being accused of legalism. Wir haben Angst, dass wir dann angeklagt werden, dass wir gesetzlich wären. If you ever are afraid of being legalistic, Wenn ihr Angst habt, gesetzlich zu sein, I want you to remember the fish. dann möchte ich, dass ihr euch an den Fisch erinnert. You can't clean a fish until you catch it. Du kannst den Fisch nicht reinigen, bevor du ihn fängst. In the church, sometimes we're taught that Jews are very legalistic. In der Kirche werden wir oft gelehrt, dass Juden sehr gesetzlich sind, Because they focus on doing good works. weil die darauf aus sind, gute Taten zu vollbringen. But let me give you an object lesson. Aber jetzt werde ich dir eine Lektion, ein Anschauungsbeispiel geben. God redeems the people from Egypt. Gott rettete sein Volk aus Ägypten. He brought them out of Pharaoh's hand. Er brachte sie heraus aus der Hand von Pharao. And after he had redeemed them, Nachdem er sie gerettet hatte, in fact 50 days after he had also redeemed them, 50 Tage danach, then he tells them how to live. dann sagt er ihnen, wie sie leben sollen. He gives them the commandments. Er gibt ihnen die Gebote.
Let me tell you what legalism would look like. Ich will euch jetzt sagen, wie Gesetzlichkeit aussehen würde. This would be legalism. Das würde Gesetzlichkeit sein. Let's pretend I am God. Also ich gebe vor, ich wäre Gott. And I say to the children of Israel, Und ich sage den Kindern Israels, I will save you from Pharaoh ich werde euch vom Pharao retten, if you just follow these commandments. wenn ihr meine Gebote halten würdet. Do you see what I just did there? Wisst ihr, was ich da gerade tat? Their salvation would be based on following the commandments. Ihre Rettung würde nur eintreffen, wenn sie meine Gebote wären abhängig von meinen Geboten halten. But that's not what the Bible said Aber that das God stimmt. did. Entschuldigung. Das stimmt nicht, das ist nicht das, was die Bibel sagt. The Bible says God redeemed them simply out of His grace. Die Bibel sagt, Gott rettete das Volk einfach nur aus Gnade. And once they were redeemed, then God said, here is how I would like you to live. Und erst nachdem sie gerettet wurden, sagt er ihnen, so sollt ihr jetzt leben. Their redemption from Egypt was not dependent on them following a list of rules. Die Rettung aus Ägypten hing nicht davon ab, seine Regeln zu befolgen. When we come to a messianic Jewish understanding, Wenn wir dazu kommen, ein messianisch-jüdisches Verständnis zu haben, sometimes there is a great fear of legalism. dann ist dort sehr oft eine große Angst vor Gesetzlichkeit. But remember, God did not say, I will offer you salvation if you follow these commandments. Aber dann möchte ich euch erinnert euch daran, Gott sagte nicht, ich werde euch retten, wenn ihr diese Gesetze haltet. Praise God, He redeems us out of His grace. Wir loben Gott, dass er uns nur aus reiner Gnade herausgerettet hat. And then we say to Him, Und dann sagen wir ihm, in light of this great salvation, im Licht dieser großen Erlösung, I desire to live the way you want me to live. ich wünsche mir, dass ihr so lebt, wie ich es gesagt habe, wie ich es möchte. Always remember this if you're afraid of being legalistic. Erinnert euch bitte immer daran, wenn ihr einmal Angst habt, gesetzlich zu sein. In the New Testament it is very clear that salvation is not of works. Im Neuen Testament ist das ganz klar. Rettung ist nicht gemacht durch Werke. So that no one can boast. Also niemand kann sich rühmen. But out of gratitude, Es ist gratis. we follow God's way of life. Gratis und aus freiem Willen folgen wir Gottes Wegen fürs Leben. No amount of good works can save us. Niemand kann sich retten mit guten Werken. Even the Jewish people know this. Auch die Juden, die wissen das. So let's move into my thoughts today about a blind spot. Also ihr möchtet jetzt hineingehen und schauen, was er mit einem blinden Punkt meint. If you are driving a car Wenn du ein Auto fährst or a truck, oder ein Lastwagen, you have those mirrors on the side, dann hast du die Seitenspiegel. and you can see most of what's going on in those mirrors. Und mit diesen Spiegeln kannst du kontrollieren, was um dich herum geht. But sometimes, Aber manchmal, if you are on a large road and you need to change lanes, aber wenn du auf einer sehr breiten Straße bist und du musst die Fahrtrichtung etwas verschieben, sometimes it's better to physically turn around and look to see if someone's there. dann genügen die Spiegel nicht, dann musst du auch den Kopf drehen und nach hinten schauen, ob jemand kommt. Because some vehicles have what we call a blind spot. Weil einige Fahrzeuge haben einen blinden Winkel. Before I get into that, I want to tell you a little more about me. Jetzt möchte ich zuerst etwas mehr über mich erzählen, bevor wir da noch hineingehen. This is my family. Das ist meine Familie. My wife is all the way to the right. Meine Frau, immer rechts, Her name is Kara. sie heißt Kara. Her father is a Christian pastor. Ihr Vater ist ein christlicher Pastor. My father is a Christian pastor. Mein Vater ist auch ein christlicher Pastor. At our wedding, there were 2 ministers. Also während unserer Hochzeit, da waren 2
fern. We couldn't choose. Wir konnten nicht auswählen, welcher. I couldn't say to my father, I'm sorry, her father will do the wedding, and she couldn't say to her father, I'm sorry, his father is doing the wedding. Beide von uns konnten nicht zu ihren Vätern sagen, mein Vater ist hält die Hochzeitsfeier, und der andere konnte auch nicht zu seinem Vater sagen, mein Vater wird die Hochzeitsfeier halten. So we just had 2 pastors. Also haben wir einfach 2. They took turns. Sie haben sie abgewechselt. It was quite interesting. Das war sehr interessant. While her father was in seminary, Während ihr Vater im Seminar war, he learned about a Greek word for joy. da lernte er ein griechisches Wort für Freude. And from this word, Und von diesem Wort, he got her name Kara. von diesem Wort kommt der Name seiner Tochter und Matts Frau Kara. And she is a joy. Und sie ist eine Freude. Of course, there's this handsome gentleman next to her. Und dann ist dort der wunderschöne Mann von ihr. Now, you can see, I have white hair on the side of my head, Und ihr seht ja, ich habe da weiße Haare auf der Seite. but without a beard, I look quite young. Aber ohne Bart sehe ich etwas jünger aus. To the left of me is our oldest daughter, Callie, Auf der linken Seite ist unsere älteste Tochter Kelly. and her middle name is Joy, Und ihr mittlerer Name ist Joy, after her mother. Freude, nach ihrer Mutter. She turns 18 next month, Sie wird nächsten Monat 18 Jahre alt, which makes me very sad. und das macht mich sehr traurig. Not really, I'm proud of Nein, her. nicht wirklich, ich bin stolz auf sie. She goes to university in the fall. Sie geht nachher im Herbst zur Universität. She's going to study graphic design and marketing. Sie wird grafisches Design und Marketing studieren. She's very talented. Sie ist sehr ein großes Talent. Next to her is our son. His name is Ian. Und dann kommt unser Sohn, er heißt Ian. And he is a little taller than I Er am. ist etwas größer als ich bin. He's probably 5 feet 9 inches. Er ist etwa 5 Feet, 50 Inches. I Wer don't kann know what that rechnen? would be in centimeters. Das sind etwa 1,80 Meter. But it's not very tall, Aber das ist nicht sehr groß. but he can dunk a basketball. Aber er kann Basketball versenken. einen Basketball, einen Korbball versenken. McJordan. Yeah. McJordan. Yeah, my last name is McEwen. Rabbi calls me McJordan from Michael Jordan. Also, And all the way to the left und ganz links is our daughter Hannah. ist Hannah, unsere Tochter. I was able to pick Hannah's name Ich durfte Hannahs Name auswählen, because Hannah is my favorite character in the Bible. weil Hannah meine bevorzugteste Person in der Bibel ist. Do you know the story of Hannah? Kennt ihr die Geschichte von Hannah? Do you remember this was a woman, she could not bear children, Das war eine Frau, die keine Kinder bekommen konnte. but she went to the tabernacle to pray. Aber sie ging in die Stiftshütte, in den Tempel und betete. And she was praying so fervently. Und sie war so intensiv im Gebet versunken. She wasn't making any noise, Sie hat eigentlich gar keinen Lärm gemacht, but her lips were moving. aber ihre Lippen bewegten sich. And she was so fervent in her prayer Und sie war so herzhaft am Beten. that the priest came and condemned her for being drunk. Und der Priester kam und hatte sie verurteilt, sie sei betrunken. But she defended herself. Aber sie hat sich selber verteidigt. And she said, "No, sir, I am not drunk. Das stimmt nicht. Ich bin nicht betrunken. I am pouring my heart out before the Lord." Ich schütte mein Herz vor dem Herr aus. And after the priest saw her fervency, Und als der Priester dann ihre Ernsthaftigkeit sah, he said, "May the Lord grant your request." sagte er, möge der Herr deine Frage beantworten. And Deine Bitte miraculously, beantworten, Entschuldigung. she conceived. Und das Wunder geschah, sie wurde schwanger. And her child Und ihr Kind, became the great Samuel. wurde der große Prophet Samuel. I wanted to name my daughter Hannah Ich wollte meine Tochter Hannah nennen, because I said to myself,
weil ich mir selber gesagt habe, oh, that I would pray so hard that someone would think I was drunk. ich möchte einmal so intensiv beten, dass die Leute denken, ich sei betrunken. There is a Jewish tradition of praying fervently but silently. Es gibt eine jüdische Tradition, wo man ernsthaft beten, aber ganz still. With the lips moving. Die Lippen bewegen sich nur. That's based on Hannah's behavior. Das basiert auf dem Verhalten von Hannah. All three of our children are healthy and they're doing well in school. Alle drei von unseren Kindern sind gesund und sie sind brave Schüler. And I'm very proud of them. Ich bin sehr stolz auf sie. Here are a couple other people. Das sind ein paar andere Leute. These are my parents. Das sind meine Eltern. On the right is my mother. Rechts meine Mutter. Her name is Vicky. Sie heißt Vicky. On the left is my father. His name is Chuck. Und mein Vater John. Your mom is watching, say hi to her. My mom is what? Hello, Mom. I've always wanted to say hi, Mom, on camera. Weiß, dass seine Mutter jetzt zusieht oder zuhört. My parents are wonderful people. Meine Eltern sind wunderbare Leute. And we in my family try to be parents like they are parents. Und ich und meine Frau, wir versuchen Eltern zu sein, wie unsere Eltern waren. We're also very close to my wife's parents. Wir sind also sehr eng verbunden mit den Eltern von meiner Frau. We're one big, very happy family. Wir sind eine große, glückliche Familie. So, like I said, my father is a pastor. Wie ich schon sagte, mein Vater ist ein Pastor. My wife's father is a pastor. Der Vater von meiner Frau ist ein Pastor. My brother is a Mein pastor. Bruder ist ein Pastor. My grandfather was a Mein pastor. Großvater war ein Pastor. My uncle was a Mein pastor. Onkel war ein Pastor. I come from a long line of ministry. Ich komme von einer langen Linie der Pastorenfamilie. I've spent a lot of time in church. Und ich habe viel Zeit in der Kirche verbracht. So I think I have the authority to speak on this blind spot in the church. Also glaube ich jetzt doch, ich habe die Autorität, über diesen blinden Winkel in der Kirche zu sprechen. I don't know if you have this phrase in German, Ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz kennt in Deutsch. Auf but Deutsch. in English, Im Englischen heißt es, if someone says something to you that you don't like, wenn jemand dir etwas sagt, das du nicht liebst, nicht you magst, might say, you stepped on my toes. dann kannst du vielleicht sagen, du bist jetzt gerade auf meine Zehe getreten. Do we have this in German? Yes, we have it. Okay. I would like you, if you're in the audience today, Ich bitte euch jetzt, wenn ihr hier in der Audienz seid, im Raum seid, whether here or online hier oder auch online or on Radio Maria, oder auf Radio Maria. and we thank them so much for broadcasting this Wir conference. danken Radio Maria so sehr, dass er das ausstrahlt. I think we should give them a little Wir möchten euch applaudieren. Vielen Dank. We are so glad that many of our Catholic brothers and sisters are listening to this conference. Es freut uns sehr, dass so viele Brüder und Schwestern in der katholischen Kirche unsere Konferenz verfolgen. And even some of them joining us here live. Und sogar sind einige live dabei hier im Thank you Saal. for being here. Danke vielmals, dass ihr hier seid. But everyone listening and watching, Aber jeder, der hier hört und zuschaut, please pick up your foot bitte hebt jetzt euren Fuß and put it in front of you, und stellt ihn weiter nach vorne, because I'm going to step on your toes. weil ich werde jetzt auf eure Zehe treten. You have been warned. Ich habe euch gewarnt. I'll do it nicely. Ich mache es ganz sanft. So here is what I would like to share with us. I believe it is possible to be so familiar with Jesus, in Hebrew we call him Yeshua, that we miss out on who he is. Ich glaube, dass es möglich ist, dass wir so vertraut sind mit Jeshua, den wir Jesus nennen, dass wir verpassen zu sehen, wer er eigentlich ist. There's a phrase in English, and you probably have it in German as well, Es gibt einen englischen Satz, vielleicht haben wir den auch in Deutsch, that goes like this: der heißt, familiarity breeds contempt. Vertrautheit ist die Brutstätte von Versuchung.
Have you ever noticed that people can be so polite to their friends? Habt ihr schon gemerkt, dass Leute so anständig mit ihren Freunden sein können? But when they're on the phone with their wife or husband, Aber wenn die am Telefon mit ihrer Frau oder dem Mann sind, they're very short-tempered with them. dann haben sie ein ganz saftiges Temperament. I noticed this with children as well. Ich habe das auch bei Kindern bemerkt. They might have a guest in their home. Sie haben zum Beispiel Gäste zu Hause. Come over and play a game. Komm, wir spielen miteinander. And they're very polite and very well-mannered. Und die sind ganz lieb und haben gute Manieren. But then when the mother walks in, Aber wenn die Mutter dann in den Raum kommt, they can be very rude to their mother. dann können sie ganz frech sein zur Mutter. Sometimes the people that we are closest to, Manchmal ist es so, dass wir mit den Leuten, die wir uns am nächsten sind, the people we are most familiar with, den Leuten, mit denen wir am meisten vertraut sind, that familiarity can make us treat them unkindly. diese Vertrautheit macht, dass wir sie nicht nett behandeln. As we talk about this blind spot, Wenn wir über diesen schwarzen Fleck and reden as I step on your toes, und ich jetzt auf eure Zehe trete, it's very easy for us in the Christian church to look at the Messiah as our friend. ist es sehr leicht für uns in der christlichen Kirche auf Jeschua zu sehen, auf den Messias zu sehen, wie unser Freund. But when we talk about the kingdom of God, Aber wenn wir über das Königreich Gottes reden, we have to remember that he is the high and holy king. dann müssen wir uns erinnern, er ist der hohe, der größte König. He's not our buddy. Er ist nicht our Kumpel. He is the king. Er ist König. We have a close, intimate relationship with him. Wir haben eine nahe, intime Beziehung mit ihm. But we must not forget who he is. Aber wir dürfen auf keinen Fall vergessen, wer er ist. The king of the universe. Der König des Universums. So I believe it's possible to be so familiar Also ich weiß, es ist möglich, dass wir so freundschaftlich sein können, that we forget who he is. dass wir vergessen, wer er wirklich ist. This was exactly the case with his brothers. Das war genau der Fall mit seinen Brüdern. We know from the scriptures that Yeshua had 4 brothers. Wir wissen aus der Bibel, dass Jeschua 4 Brüder hatte. We could call them half-brothers. Wir können sie auch Halbbrüder nennen. We're even given their names. Wir haben auch ihre Namen. We also know that he had sisters. Wir wissen auch, dass er Schwestern hatte. We don't know how many, Wir wissen nicht genau wie viele, but at least 2, aber mindestens 2. because in the Gospels we read, and aren't his sisters with us as well? Weil im Evangelium steht, seine Schwestern waren auch mit ihm. Let me read you one of the saddest verses in the Gospels to me. Ich möchte euch jetzt einen der traurigsten Verse im Evangelium lesen. It comes from the Gospel of John. Es kommt vom Johannesevangelium. For even his own brothers did not believe in him. Sogar seine eigenen Brüder glaubten nicht an ihn. What a sad statement that is. Was für eine traurige Botschaft. How can you be so close to someone and not know who they are? Wie kannst du so nahe, so familiär mit jemandem sein und nicht wissen, wer er eigentlich ist? Can you imagine what it would be like to be one of Jesus' siblings, one of Yeshua's brothers or sisters? Können wir uns eigentlich vorstellen, wie es war, wenn wir Jeschuas Brüder oder Schwestern gewesen wären? I've often wondered, Ich habe mich sehr oft gewundert. were his brothers upset Ob seine Brüder enttäuscht waren, that their cousin John the Baptist got to introduce Yeshua to the world? dass ihr Cousin Johannes der Täufer Jeschua eigentlich in die Welt eingeführt hatte? How can you live in the same house with the Messiah and not get it? Wie kannst du im gleichen Haus leben mit dem Messias
und du checkst es nicht. It seems like it doesn't make any sense. Das macht keinen Sinn, hat man den Eindruck. But I think we in the church have done this. Aber ich denke, wir in der Kirche haben genau das gemacht. James, Judas, Joseph, and Simon grew up in the same house as the Messiah. Jakobus, Judas, Josef und Simon sind im gleichen Haus aufgewachsen wie der Messias. Two of these men, Zwei von denen, at least in English we call them James and Judas, in Englisch sagen wir ihnen Jakobus und Judas, James und Judas. in Hebrew their names were actually Jacob and Judah. Im Hebräischen hießen sie Jakob und Judah. Two of these wrote books in the New Testament, the book of Zwei. James and the book of Jude. Zwei von ihnen haben Bücher geschrieben im Neuen Testament, Jakobus und Judas. In fact, the one we call James was the leader of the early congregation in Jerusalem. Eigentlich war Jakobus der Leiter der ersten Kirche in Jerusalem. In Acts chapter 15, there's a big conference. In Apostel 15, da ist eine große Konferenz. It was concerning, do the Gentiles have to fully convert to Judaism to have the Messiah? Da ging es ums Thema, ob die Heiden sich total zum Judentum bekehren müssen, um vom Messias gerettet zu werden. And of course we know the answer was no. Gentiles don't have to convert to Judaism to get the Messiah. Und natürlich kennen wir die Antwort. Heiden müssen nicht zum Judentum übertreten, um den Messias zu erhalten. Peter, as we know, was a very important leader. Petrus kennen wir auch, er war ganz ein wichtiger Leiter. Paul, as we know, was a very important leader. Paulus kennen wir auch, er war ebenfalls ein sehr wichtiger Leiter. But after everyone had spoken, Aber als alle schon gesprochen haben, they say, James, what do you think? haben sie noch gefragt, Jakobus, was meinst du dazu? And it was this James, this Jacob, this Yaakov, Und eben dieser Jakob, that said, let's give them 4 prohibitions. und der sagte, lasst uns ihnen 4 Verbote geben. Very wise, this man. Ganz weise war dieser Mann. In fact, Im Prinzip, he is well known in Jewish tradition. er ist sehr, sehr gut bekannt in der jüdischen Tradition. In Jewish tradition, he is known as Yaakov HaTzadik. In der jüdischen Tradition nennt man ihn und ist bekannt unter dem Namen Jakob HaTzadik. Jacob the righteous, Jakob der Gerechte. or sometimes in English, James the just. Oder manchmal sagt man in Englisch auch James the Just. He was so well respected by the Jewish community, Er war total gut respektiert in der jüdischen Gemeinde. even though eventually he was a believer in Yeshua as the Messiah. Und schlussendlich war er ja auch ein Gläubiger an Jeschua, den Messias. But this same man who became a leader of the believers Und der gleiche Mann, der ein Leiter der Gläubigen wurde, was mocking Yeshua in his own home. das war auch derjenige, der Jeschua gezeichnet hat in seinem eigenen Heim. In John chapter 7, In Johannes 7 they are mocking him. haben sie sich lustig gemacht über ihn. But if you look in Acts chapter 1, Aber in Apostelgeschichte 1, there's a list of the believers that are praying da ist eine Liste der Gläubigen, die dort gebetet haben, after the resurrection. nach der Auferstehung. Danke. So here's this brother of Yeshua that does not believe in him, Also hier haben wir diesen Bruder von Jeschua, der nicht an ihn glaubte. mocks him. Er macht sich lustig über ihn, But in Acts chapter 1, he's there with the believers. aber in der Apostelgeschichte 1 ist er zusammen mit den Gläubigen. What changed? Was hat sich hier verändert? I don't care how hard of a person you are. Es hat keine Bedeutung, wie hart eine Person ist. If you saw your brother die, Wenn du siehst, wie dein Bruder stirbt, and then you saw him alive, und dann siehst du ihn nachher wieder, wenn er lebendig ist, you would change. dann wirst du dich auch verändern. You'd have no choice. Da hast du keine Wahl.
So in John 7 they're mocking, In Johannes 7 machen sie sich lustig, but in Acts 1 they're praying with the believers. aber in der Apostelgeschichte 1, da beten sie mit den Gläubigen. Let me tell you a little bit more about James the righteous. Lasst mich euch etwas mehr über James, der Gerechte, Jakobus der Gerechte sagen. Yaakov HaTzadik. Jakob HaTzadik. The Jews in the first century had a nickname for him. Die Juden im ersten Jahrhundert haben einen Übernamen gehabt für ihn. It's kind of a funny nickname. Ein lustiger Übername. A funny nickname, but a nickname for a good reason. Ein lustiger Nickname, ein lustiger Übername, aber für einen guten Grund. In the Jewish tradition, it is known that he was called Camel Knees. In der jüdischen Tradition weiß man, dass man ihn Kamelnase nennt. Kamelknie nennt. It is said that he had thick calluses on his knees Man weiß, dass er dicke Haut hatte über seine Knie. because he so often prayed kneeling down. Und zwar, weil er so oft kniend gebetet hat. If you've ever seen a camel get down on the ground, Wenn du einmal ein Kamel beobachtest, wie es sich hinlegt, he rests on his knees, dann bleibt es auf seinen Knien liegen. creating a callus. Und das gibt so eine dicke Haut. So literally, James was known as Old Camel Knees. Also wurde Jakobus bekannt als altes Kamelknie. It sounds like a funny nickname, Es ist wirklich ein lustiger Übername. but a nickname because he prayed so much. Aber ein Übername, weil er so viel gebetet hat. He was known for his prayer in the Jewish community. Man kannte ihn für seine Gebete in der jüdischen Gemeinde. And he was so respected by the Jewish community Und die jüdische Gemeinde hat ihn so sehr respektiert. that some of the leaders of the Pharisees Sogar ein paar Leiter der Pharisäer tried to use him as a celebrity endorsement. die versuchten ihn sogar eine Bekanntheit und sie gebrauchten seine Bekanntheit für ihren Zweck. Have you ever seen a commercial where a company is selling a product and they have a famous person representing that product? Habt ihr auch schon Werbung gesehen mit einer VIP-Person, mit einer besonderen Person und die brauchten sie dazu? That's what they did with James. Das machten sie genau, die Pharisäer, mit Jakobus. Some of these religious leaders said, "We don't like this Yeshua. Einige dieser religiösen Leiter sagten, wir mögen diesen Jeschua nicht. His followers are getting too numerous." Seine Gefolgschaft, die wird viel zu groß. So 3 or 4 years after the resurrection, Also 3 bis 4 Jahre nach der Auferstehung it was Passover in Jerusalem. war es Pessach, also das Passafest in Jerusalem. The religious leaders took James Die religiösen Leiter haben also James, Jakobus genommen. This story comes from the Jewish tradition. Diese Geschichte kommt aus der jüdischen Tradition We believe it to be true. und wir glauben, dass es wahr ist. They took James to the highest pinnacle of the temple. Sie nahmen Jakobus zu dem höchsten Platz auf dem Tempel. They said, "We want you to stand here and make an announcement so everyone can see you." Wir möchten, dass du dort oben eine Ansage machst, damit alle Leute dich sehen können. So he went with them Also ging er mit ihnen hinauf and he stood at the pinnacle of the temple, und dort stand er auf dieser Brüstung des Tempels, 400 feet above the valley below. 400 Feet über den Boden. They got the attention of the people. Und alle Leute da unten, die waren sehr an seinen Lippen. And they said, "James, Jacob, the brother of this Yeshua, would like to address the crowd." Und dann sagten sie, also Jakobus, der Bruder dieses Jeschua, der möchte jetzt zu euch reden. There were thousands of people there for Da Passover. waren viele tausend Leute am Passafest in Jerusalem. So they said to James when they had the people's attention, So sagten sie zu Jakobus, als sie die Aufmerksamkeit der Fülle der Leute hatten, "Tell these people that your brother is not the Messiah."
Sag diesen Leuten, dass Jeschua nicht der Messias ist. Tell them that you were wrong. Sage ihnen, dass du falsch liegst. He was just a man, Er war nur ein Mann, not the Messiah. nicht der Messias. And James stepped forward Und Jakobus ist vorgetreten. and said, "My brothers of Israel, Meine Brüder, ihr Israeliten, I need to tell you something about my brother Yeshua." ich muss euch etwas sagen über meinen Bruder Jeschua. And I'm sure the religious leaders were very happy. Und ich glaube, die religiösen Leiter haben sich schon die Hände gerieben. He's going to do it. Jetzt wird er es machen. He's going to deny Yeshua. Jetzt wird er den Jeschua verleugnen. We have our celebrity endorsement Wir haben unseren VIP, der uns vertritt. because everyone respected James. Weil jeder Jakobus respektiert hat. The Messianic believers and the normative Jews. Die messianischen Gläubigen, aber auch die normalen, die orthodoxen Juden. So he said, "I have something to tell you about my brother Yeshua." Und dann sagt er, ich muss euch etwas sagen über meinen Bruder Jeschua. He is the Messiah and you must turn to him to Yeah. have a relationship with Hashem. Er ist der Messias und ihr müsst umkehren zu ihm, um eine Beziehung mit Gott zu haben. You can guess what they did. Ihr könnt euch vorstellen, was sie taten. Where was he? Wo war er? The highest point in the temple. Am höchsten Punkt des Tempels. What did they do? Was haben sie getan? They pushed him off. Sie haben ihn gestoßen. Tradition says he fell 400 feet to the valley below. Und die traditionellen Erzählungen sagen, dass er 400 Fuß hinuntergefallen war. Now remember, Erinnere dich nur. this is the same spot that Satan took Yeshua to Erinnert ihr euch? see everything. Das war genau der gleiche Punkt, wo Satan Jeschua heraufgebracht hat, um alles zu sehen. Just jump off. Komm, spring! Everyone knows you'll be safe. Alle wissen genau, dass du aufgehoben werden wirst. The angels will protect you. Die Engel werden dich schützen. But you remember what Yeshua said, don't put your God to a foolish test. Aber ihr wisst, was Jeschua geantwortet hat. Testet nicht euren Gott. They pushed James off. Sie haben Jakobus He landed in the abgestoßen. valley below 400 feet Er landete 400 Fuß tiefer and he survived. und er überlebte. But broke both legs. Aber er hat beide Füße gebrochen. And on broken legs, he knelt on his knees once more. Und mit gebrochenen Füßen hat er noch mehr auf den Knien And said these words, und hat diese Worte gesprochen. Father, forgive them, for they know not what they do. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. People on the ground began to pick up stones and throw them at James. Die Leute unten am Boden, die haben Steine gesammelt und haben begonnen, ihn zu steinigen. But some of the religious leaders that liked Yeshua said, stop, stop. Aber einige der jüdischen Leiter, die mochten Jeschua und die haben gesagt, hört auf damit. The just one is praying for you. Der Gerechte wird beten für ihn. So they stopped throwing the stones. So hörten sie auf, Steine zu werfen. But someone snuck up behind him with a club Aber jemand stand hinter ihm mit einer Schaufel and hit him in the head, und hat ihm auf den Kopf gehauen. and he died. Und er ist gestorben. How do you get from mocking the Messiah to being willing to die for him? Wie kommt es, dass jemand vom sich lustig machen über den Messias für ihn zu sterben, bereit ist für ihn zu sterben? The resurrection got rid of his blind spot. Die Erlösung, die Auferstehung hat Jakobus alle blinden Flecken weggenommen. Remember, this happened in the entire city of Nazareth. Könnt ihr euch vorstellen, das ist geschehen in der ganzen Stadt Nazareth. They were so familiar with him, they couldn't believe he was the Messiah. Sie waren so familiär, sie waren so intim und verbunden mit Jeschua, dass sie nicht glauben konnten, dass er der Messias war. If you go back and look in John 7, Wenn du zurückgehst und Johannes 7 liest, you'll see that his brothers are being very sarcastic.
dann siehst du, dass seine Brüder sehr sarkastisch waren. Yeshua, don't you want to be famous? Jeshua, willst du nicht sehr bekannt werden? Anyone who wants to be in the public eye does everything in public. Jeder, der gerne in der Aufmerksamkeit des Publikums ist, der macht auch alles im Publikum. Go up to the temple and celebrate this festival so everyone will know who you are. Geh hinauf zum Tempel und feiere das Fest, dass jeder dich kennt, wer du bist. It was so bad that they went up to the festival and Yeshua stayed behind. Es war so schlimm, dass die alle hinaufgingen zum Fest, aber Jeshua blieb zurück. Now, of course, a day later, he went up to the festival. Natürlich, einen Tag später ist er ihnen gefolgt, Because he's a good Jew. weil er ein guter Jude war. And he went to all the festivals. Und er ging zu allen But how Festen. sad that he couldn't travel with his family. He had to go alone. Aber wie traurig, dass er alleine gehen musste Because und they nicht mit seiner Familie, didn't believe in him. weil sie nicht an ihn glaubten. It's very sad. Das ist sehr traurig. In James 1:1, the writer of the book of James, this man, James the Just, does not say, I'm a brother of Yeshua. In Jakobus 1,1, der Schreiber von diesem Buch, He calls himself a slave ist to Yeshua. einer der Brüder und er nennt sich selber Sklave von Jeshua. Which is why I started thinking about John the Baptist. Wir beginnen da über Johannes den Täufer nachzudenken. John the Baptist was a cousin of Jesus, Johannes der Täufer war ein Cousin a von cousin Jeshua. of Yeshua. And he's the one that got to say, Behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Und er war derjenige, der sagte, wartet, das ist das Lamm Gottes, das eure Sünden wegnimmt. After Jacob, Nachdem Jakobus came to faith in Yeshua, zum Glauben an Jeshua kam, I wonder if he was sad that he didn't get to introduce Yeshua to the world. da denke ich, er war doch sicher traurig, dass nicht er derjenige war, der Jeshua in die Welt einführte. Have you ever had a regret in your life? Hast du jemals etwas gehabt, das du bedauert hast in deinem Leben? Something you wish you could go back in time and change? Etwas, wo du gehofft hättest, du könntest in der Zeit zurückgehen und etwas verändern? Is there anyone here in this room that can still hear words that someone spoke to you in anger? Ist jemand hier in diesem Raum und er erinnert sich immer noch, wie damals jemand etwas in Wut zu ihm gesagt hat? Is there anyone here that can hear those words in your mind that someone spoke to you in anger? Ist da irgendjemand, der immer noch diese Worte hörte, wie jemand in Wut zu ihm geredet hat? Is there anyone in this room that can remember in your mind words you said in anger? Ist da jemand, der sich erinnert an seine eigenen Worte, die er einmal sagte? I've often wondered, is this why James in his letter talks about the power of our words? Ich habe mich oft gefragt, ob das der Grund ist, warum Jakobus in seinem Brief über die Kraft der Zunge gesprochen hat, Because he had said such awful words to his brother Yeshua. weil er so schlimme Sachen zu seinem Bruder Jeshua gesagt hatte. Have we in the church missed the true identity of the Messiah? Haben wir in der Kirche die wahre Identität des Messias vielleicht verpasst? I wonder if we are a little bit like James. Ich frage mich, ob wir vielleicht etwas wie Jakobus waren oder sind. If we have missed the identity, Wenn wir die Identität von Jesus nicht wahrgenommen haben, if we have a blind spot, wenn wir vielleicht einen schwarzen Fleck hatten, how would that affect the way that we interact with the world around us? wie kann das dann dazu kommen, wie beeinflusst das, wie wir auf die Welt um uns her reagieren? Do you remember your toes? Erinnerst du dich an deine Zehe? Put them out. Streck sie vor. Here I come. Hier, ich komme. What is the biggest blind spot in the church today? Was
ist der größte blinde Flecke der Kirche heute. If we're going to have a kingdom mindset and not just a church mindset, Wenn wir jetzt ein Königreich-Gedankengut verwenden und nicht ein Kirchen-Gedankengut, then we have to confess where we're wrong. dann müssen wir eingestehen, dass wir falsch liegen. I believe the biggest blind spot in the church today is the Jewishness of Jesus, Yeshua, and the Jewishness of the Bible itself. Ich glaube, dass der größte blinde Fleck der Kirche folgender ist, nämlich die Jüdischheit von Jeshua, von Jesus, und das Jüdische in der Bibel selber. If you were to ask most people on the street, Wenn wir die Leute auf der Straße jetzt fragen würden, what kind of a book the Bible is, was für ein Buch ist denn die Bibel? probably most people, if they come from a Christian background, Also die meisten Leute, die von einem christlichen Hintergrund kommen, würden sagen, would say the Bible, it's a Christian book. ja, die Bibel ist ein christliches Buch. Well, it's become a Christian book. It's become a Christian book. Oder sie sagen, es wurde ein christliches Buch. But I think in its essence, it's actually a Jewish book. Aber im Grunde ist es ein jüdisches Buch. Think about something interesting. Überleg dir mal etwas Interessantes. Genesis 1 through 11 In Genesis 1, 1. Mose 1 bis 11, is almost like the foreword of the Bible. das ist fast wie das Vorwort von der Bibel. There could be thousands of years between Genesis 1 and Genesis 11. Es können auch tausende von Jahren zwischen 1. Mose 1 und 1. Mose 11 liegen. A lot of things happen in just a few pages. Viele Sachen sind passiert auf diesen wenigen Seiten. It's almost like the Bible is in fast motion at the beginning. Das ist fast wie wenn die Bibel im Schnellzug durchgegangen wäre. Then comes chapter 12, Dann kommt das Kapitel 12 and we put on the brakes und dann stehen wir auf die Bremse, because we meet a very interesting person, weil wir einer ganz interessanten Person begegnen, Abraham. Abraham. And I would contend that the rest of the Bible is about him and his family. Und ich würde behaupten, dass der ganze Rest der Bibel nur über Abraham und seine Familie berichtet. Think about it. Once we meet Abraham, everything is about him and his family. Überleg mal, wenn wir Abraham begegnen, dann handelt sich alles um ihn und seine Familie. Have you ever wondered what's going on in China at the time of the Bible? Hast du dich jemals gefragt, was in China passiert ist während der Zeit der Bibel? From the Bible, we don't know. In der Bibel lesen wir da nichts. It's not concerned with those things. Die Bibel war nicht betroffen von der Situation dort. It's concerned with Abraham, Es betraf nur Abraham, his son Isaac, seinen Sohn Isaac, his grandson Jacob, seinen Großsohn Jakob, sein Enkel Jakob the children that become the 12 tribes, und die 12 Stämme. and even when we get to the New Testament, Und auch wenn wir zum Neuen Testament kommen, it's still the family of Abraham. ist immer noch der bekannte Abraham, die Familie von Abraham. Now, there are other things that happen, for instance, in the missionary journeys of Paul. Also da sind auch noch andere Sachen passiert, zum Beispiel während den Missionsreisen von Paulus. Where we see some other nations, Dort sehen wir einige andere Völker. but it's still focused on Paul, a son of Abraham, taking the gospel to the rest of the world. Aber es zentriert sich immer noch auf Paulus, der Nachfolger von Abraham, der die gute Nachricht in die Welt hinausbrachte. We may be so familiar with the Bible that we don't realize how Jewish it is. Wir sind vielleicht mit der Bibel so vertraut und merken gar nicht, wie jüdisch sie eigentlich ist. Now, I think there are problems that can be caused by not understanding the Jewish context of the Bible. Und ich glaube sehr gut, dass es Probleme geben kann, weil wir die Jüdischheit der Bibel nicht verstehen. Watch out, toes. Achtung auf eure Zehen. Number one,
an other mentality. Kapitel 1 jetzt. Andere Mentalitäten. If we don't recognize the Jewishness of Yeshua and the whole Bible, Wenn wir nicht begreifen wollen, then we will have an attitude that the Jewish people are foreign. wenn wir das Jüdischsein des Volkes nicht begreifen und ihre Kultur, dann haben wir keine Ahnung, Foreign. Different. dass... Fremd. Jetzt möchte ich noch einmal diese Aussage wiederholen. Can you just repeat what you just Yes, said? so if we don't understand the Jewish context of the Bible, Also werden wir den jüdischen Kontext, das jüdische Umfeld, den jüdischen Hintergrund der Bibel nicht verstehen, we will think that this Jewish context is foreign and not for us. dann glauben wir, dass dieser jüdische Kontext etwas Fremdes ist und uns nicht betrifft. Because the church has lost its Jewish foundation over the last 2,000 years, Weil die Kirche ihr jüdisches Fundament verloren hat während den 2000 letzten Jahren. we got rid of the biblical holidays, we created our own holidays, Wir haben uns die biblischen Festtage verlassen und ausgeschaltet und haben unsere eigenen Feste gestaltet. and we in the Protestant church, we did it twice. Und wir in der reformierten Kirche, wir haben es sogar zweimal gemacht. So our Catholic brothers and sisters began to have a calendar and observances. Also unsere katholischen Brüder und Schwestern, die haben einen Kalender gehabt, wo sie diese Feste festgehalten haben. And eventually got away from those, what we thought were Jewish observances, like the Feast of Tabernacles and things like that. Und die verließen dann langsam so die jüdischen Feste, die wir unter dem Laubhüttenfest und andere kennen. And so we came up with our own festivals. Und also haben wir unsere eigenen Feste abgeschafft. But then we in the Protestant church, Also ich muss sagen, wir als Individualisten, wir haben unsere eigenen Feste kreiert. but then we in the Protestant church said, well, we don't want to do those Jewish things, Und in der protestantischen, reformierten Kirche haben wir gesagt, wir wollen diese jüdischen Sachen nicht, but we don't want to do those Catholic things. aber wir wollen auch diese katholischen Sachen nicht. So we got rid of two cultures, Also sind wir zwei Kulturen losgeworden and we just do our own thing now. und wir machen jetzt unsere eigene Sache. The problem is, if we get away from the Jewish foundation of these observances, Das Problem ist, wenn wir das jüdische Fundament dieser Feste verlassen, then the culture of the Messiah becomes foreign to us. dann wird die Kultur des Messias wie fremd für uns. Is this a problem? Ist das ein Problem? I think it is. I think it's a problem when we make the Jewish foreign to us. Ich denke, es ist ein Problem. Es ist ein Problem, wenn wir das Jüdische als fremd für uns ansehen. Do you remember what they said in the book of Esther? Wisst ihr, was im Buch Esther geschrieben steht? They said, King, there is a people among us whose ways are different. Dort heißt es, König, hast du gesehen, es gibt eine Nation, ein Volk unter uns und die haben ganz fremde Art, eine ganz fremde Eigenart. They are not like us. Die sind nicht wie wir. That sounds very familiar to what happened in World War II. Das ist ganz bekannt und das wiederholte sich doch im Zweiten Weltkrieg. There's a group of people, the Jews, they are very different from us. They're not like us. Da ist eine Gruppe von Leuten, die Juden, die sind ganz anders, die sind nicht wie wir. So when we have this mentality of the other, Also wenn wir diese Mentalität haben des anderen, des Fremden, then the Jewish people and the Jewish culture are foreign to us. dann ist die jüdische Kultur und sind die jüdischen Leute Fremde für uns. The problem with this is if we begin to learn about some of these biblical observances, Das Problem ist, wenn wir diese biblischen Prinzipien lernen, we're resistant to it because we think that's not for us. dann zögern wir, weil wir denken, das ist nicht für uns, dass es nicht für uns wäre. So we can see how this can become a problem. Also sehen wir doch, wie das zu einem Problem werden kann. Number two,
Zweiter Punkt. If we divorce the Bible from its Jewish context, Wenn wir die Bibel von ihrem jüdischen Hintergrund scheiden, we might even unintentionally twist the scriptures. dann verfälschen wir, ohne dass wir das wollen, die Schrift. This is the one we are most guilty of. Und das ist unsere größte Schuld. Who are the chosen people? Wer sind die auserwählten Menschen? If you ask some Christians who don't know anything about Messianic Judaism, Wenn du irgendeinen Christen fragst, der nichts von messianischem Judentum versteht, they will say, we are the chosen. The church is the chosen people. dann werden die sagen, wir sind die Auserwählten, die Kirche ist die Auserwählte. The Jewish people used to be the chosen people, Die Juden waren die auserwählten Leute. but they rejected Christ, and so now we're the chosen people. Aber sie haben Christus abgelehnt und deshalb sind wir jetzt die auserwählten Leute. We have to admit there are many Christian groups that feel this way. Wir müssen gestehen, es gibt viele christliche Gruppen, die so verstehen. Now, praise God that we are grafted in as Gentiles, Wir loben Gott dafür, dass wir als Heiden eingepfropft sind. but Paul says in Romans Aber Paulus sagt im Römerbrief, that God's promises are irrevocable. dass Gottes Versprechen unauslöschbar sind. God does not break his promise. Gott bricht sein Versprechen nicht. And God said, the Jewish people are my chosen people. Und Gott sagte, das jüdische Volk ist mein auserwähltes Volk. So stick out your toes. Also streck deine Zehe aus. They're still the chosen people. Sie sind immer noch die auserwählten Leute. Das auserwählte Volk. That's difficult for a lot of Christians to hear. Das ist eigentlich sehr schwer für viele Christen, wenn sie das hören. But thank God that he is not done with the Jewish people. Aber dankt Gott, dass er noch nicht fertig ist mit dem jüdischen Volk. And the Bible says in the last days there will be a great revival where millions of Jewish people will come to faith. Und die Bibel sagt uns, dass in den letzten Tagen eine große Erweckung stattfinden wird, wo Millionen von jüdischen Menschen in den Glauben an Yeshua Mashiach kommen. Now, hallelujah. Amen. Amen. Number 3, this is a big toe, this one. Also Nummer 3 ist ein großer Zeh. Especially for those of us from a Protestant background. Und speziell für die, die von einem reformierten Hintergrund kommen. We might have a theology and worldview of anti-Semitism. Wir haben wohl eine Weltsicht, eine Weltanschauung, die auf eine Theologie, Entschuldigung, wir mögen eine Theologie und eine Weltanschauung, die auf Antisemitismus basiert. With apologies to my Protestant and especially my German friends. Ich entschuldige mich jetzt für die Protestanten und vor allem für meine deutschen Freunde. Martin Luther, toward the end of his life, was extremely hateful to the Jewish people. Martin Luther war am Ende seines Lebens sehr gegen das jüdische Volk. At the beginning of his ministry, he wrote in books that he was trying to share the good news with Jewish people. Am Anfang seines Werkes, seiner Arbeit, hat er in vielen seiner Bücher geschrieben, dass er möchte, das Evangelium mit den jüdischen Menschen teilen. But they were unreceptive. Aber sie wollten das nicht haben. Probably because the gospel he was sharing with these Jewish people sounded very foreign to them. Vielleicht war das der Grund, weil dieses Evangelium sehr fremd für die jüdische Bevölkerung klang. It had lost all of its Jewish context. Weil es überhaupt keinen jüdischen Kontext mehr besaß. To a Jew, the gospel as it was explained by Luther sounded like a whole other religion. Für den Juden hat das Evangelium von Luther ausgesehen, wie es sehr heidnisch inspiriert worden wäre. Here's another toe stepping.
Und das ist einen anderen Zehen, wo man drauf treten kann. It is not my goal or desire Es ist absolut nicht mein Ziel. for Jews to become Christians. Es ist nicht das Ziel, dass Juden Christen werden. Und es braucht das nicht. That's not my goal. Das ist nicht mein Ziel. It's not the rabbi's goal. Das ist nicht das Ziel von Rabbi. We don't want Jews to become Christians. Wir wollen nicht, dass Juden Christen werden. We want Jews to get the Messiah. Wir wollen, dass Juden den Messias erkennen. And there is a difference. Und da ist leichter ein Unterschied. It's not my desire to have a Jew change his religion, Es braucht nicht, dass ein Jude seine Religion ändert. but rather to add the final chapter which completes his religion. Wir würden besser das letzte Kapitel zu seinem Judentum dazu tun und dann wäre es komplett. When a Jew comes to the Jewish Messiah, Wenn ein Jude zum jüdischen Messias kommt, he becomes an even better Jew. dann wird er zu einem viel besseren Juden. So I think Luther's problem was he was trying to get Jewish people to change religions. Und das war wohl Luthers Problem. Er versuchte, die Juden zu einer anderen Religion zu bekehren. This is the beauty of the resurrection of Messianic Judaism. Und da liegt die Schönheit des messianischen Judentums. We owe an apology to our Jewish brothers and sisters. Wir müssen noch uns entschuldigen bei unseren jüdischen Brüdern und Schwestern. Because there have been many Jewish people who have come to faith in Yeshua as the Messiah over the last 2,000 years. Weil da kamen sehr, sehr viele jüdische Menschen, wurden bekannt mit Jeschua, dem Messias, in den letzten Jahrhunderten. But we used to test them. Aber wir testeten diese. If you're not aware of this, we actually used to do this. Wenn euch das nicht bewusst ist, eigentlich haben wir das gemacht. Oh, you have put your trust in Yeshua as the Messiah? Du hast dein Vertrauen in Jeschua, den Messias, gesetzt. I am so happy. Ich bin so glücklich. Eat this ham sandwich. Iss nun dieses Schweinesandwich, dieses Schinkensandwich. We used to do that. Wir machten das. We would test to see if their salvation was real. Wir haben unsere jüdischen Brüder getestet, geprüft, ob ihre Rettung echt war. If you are a Gentile in this room today, Wenn du ein Heide bist hier and you enjoy a ham sandwich, und du freust dich über ein Schinkensandwich or bacon, oder Specksandwich or shrimp scampi, oder Shrimps und Scampi und Krevetten, the reason that you eat those things is not because the Jewish food laws have been done away with. der Grund, warum diese Sachen isst, ist es nicht, dass du dachtest, dass die jüdischen Gesetze weggetan waren. It's because those laws never applied to you because you're not a Jew. Weil diese Gesetze haben dich gar nie betroffen, weil du kein Jude bist. If someone is Jewish and they come to faith in the Jewish Messiah, Wenn jemand jüdisch ist und sie kommen zum Glauben in den jüdischen Messias, we don't want to have them give up the way they live. dann wollen wir nicht, dass ihr Leben aufgeben, das sie lebten. Things like worshiping on the Sabbath and eating kosher are beautiful things that God gave the Jews. Solche Sachen wie der Sabbat und koscher Essen, das sind wunderbare Gewohnheiten, die Gott dem jüdischen Volk schenkte. I don't eat a ham sandwich. Ich esse kein Schinkensandwich. I don't eat bacon. Ich esse kein Speck. I don't have shrimp scampi. Ich habe keine Krevetten, But because I choose not to. weil ich aus freiem Willen sage, ich möchte das nicht. I come from a Gentile background. Ich komme von einem heidnischen Hintergrund. Could I eat the shrimp if I wanted to? Könnte ich die Krevetten essen, wenn ich wollte? Of course. Natürlich. But Aber I choose to live this way to be closer to my Jewish brothers and sisters. aus Liebe, dass ich näher bei meinen jüdischen Brüdern und Schwestern sein kann, entscheide ich mich, das nicht zu essen. And willingly say no to pork and shellfish and mixing meat and dairy
to honor God as a fast. Und aus freiem Willen lehne ich Schinken, Speck und Kröveltem ab, aus Liebe zu dem, was Gott geschenkt hat. So when the Jews did not accept the gospel that Martin Luther preached, Also, wenn die Juden das Evangelium nicht akzeptiert haben, das ihnen Martin Luther gebracht hat und gepredigt hat, he got very angry dann wurde er sehr zornig and very bitter. und sehr erbittert. And toward the end of his life, he actually wrote some very angry things. Und am Ende seines Lebens hat er ganz, ganz bittere und wütende Sachen geschrieben, böse Sachen. He said that Christians should take the holy books of the Jews and burn them. Er hat gesagt, dass die Christen die heiligen jüdischen Bücher nehmen sollten und verbrennen. He said we should damage their businesses. Wir sollten ihre Geschäfte zerstören. He said we should take their silver and gold for our own. Er hat gesagt, wir sollten das Silber und das Gold rauben und es für uns selber nehmen. And unfortunately, there was a very evil man that liked all those ideas. Und leider gab es einen sehr bösen Mann, der liebte all diese Ideen. And I don't even have to tell you his name. Und ich muss euch seinen Namen nicht nennen. He followed the ideas of Martin Luther. Er folgte den Ideen von Martin Luther. A good Christian. Er war ein guter Christ. But when a Christian divorces himself from the Jewish context of the Bible, Aber wenn sich ein Christ vom jüdischen Kontext der Bibel scheiden lässt, all sorts of bad things can happen. alle möglichen schlechten Sachen, bösen Sachen können passieren. Let's move on. Gehen wir weiter. Let me leave you with this. If Satan can convince us that the New Testament isn't Jewish, Wenn Satan uns überzeugen kann, dass das Neue Testament nicht jüdisch ist, he can keep us from sharing the gospel with Jews. dann hält er uns davon ab, dass wir das Evangelium mit Juden teilen können. Because if we say in our hearts the New Testament is not a Jewish book, Weil wenn wir in unserem Herzen sagen, das Neue Testament ist kein jüdisches Buch, then we will say we don't need to share the gospel with Jews because it's not for them. dann glauben wir auch, wir müssen das nicht mit den Juden teilen, weil es nicht für die ist. Let me make a very bold statement. Lass mich jetzt eine kühne Aussage machen. There is a doctrine around today called dual covenant theology. Da gibt es eine Lehre, eine Doktrin, die Covenant. dualer Bund heißt. It is not biblical. Es ist nicht biblisch. It is a heresy. Es ist eine Heretik, eine Häresie. It says the Jews have their own covenant with God, so they don't need Yeshua. Es sagt nämlich, dass die Juden ihren eigenen Bund mit Gott haben, also bräuchten sie Jeschua nicht. If that is true, Wenn das wahr wäre, take the New Testament out of your Bible. nimm das Neue Testament aus deiner Bibel. Everyone needs the Messiah. Jeder braucht den Messias. Jewish people need the Jewish Messiah. Juden brauchen den jüdischen Messias. If Satan can keep Christians from knowing the Jewishness of the Messiah, they will not have the fullness. Wenn Satan die Christen davon abhalten kann, das Jüdischsein im Messias zu erkennen, dann werden sie nicht die Fülle haben. The fullness of the Gentiles is not about time, but about understanding. Die Fülle und die Erfüllung der Heiden, das geht nicht um Zeit, sondern es geht um... Jetzt sind alle schon etwas eingeschlafen. Wir möchten diesen Satz noch einmal wiederholen.
dann werden sie auch das jüdische Verständnis nicht haben oder das richtige Verständnis nicht haben. So I say to you, we do have a blind spot in the church today. Also sage ich zu euch, wir haben einen blinden Punkt in der Kirche heute. But I think God has given us a solution. Aber ich glaube, Gott hat uns eine Lösung gegeben. And that solution is a pair of glasses Und diese Lösung heißt ein paar that shows Gläser, ein us paar the Jewish Brillengläser. context of the gospel. Und wir nehmen die Brille des jüdischen Kontextes, des jüdischen Hintergrunds. Now that we can understand a Jewish context, Jetzt mit dieser Brille können wir den jüdischen Hintergrund verstehen. we will no longer be blind. Wir werden nicht länger blind sein. We will not be like James mocking his brother. Wir werden nicht wie Jakobus sein, der sich lustig gemacht hat über seinen Bruder. We will be like James being willing to die for the Messiah. Wir werden sein wie Jakobus, der bereit war, für den Messias zu sterben. Let me pray with you. Lasst uns beten, lasst mich für euch beten. Lord, there was a man in the Bible named Bartimaeus. Herr, in der Bibel gab es einen Mann, der hieß Bartimäus. Who was blind. Er war blind. But as you were passing by, Aber als du vorbeikamst, he knew you were the solution. wusste er, du bist meine Lösung. And he shouted out with a loud voice, Und er krähte mit lauter Stimme, Yeshua, son of David, have mercy on me. Jeschua, Sohn Davids, habe Erbarmen mit mir. Help us as Christians Hilf uns als Christen, to not only see Jesus Christ, nicht nur Jesus Christus zu sehen, but Yeshua, the son of David, the king of Israel. aber Jeschua, der König Israels, der Sohn Davids. Give us a new pair of glasses Gib uns bitte ein neues Paar Brille, to see the context. damit wir den Hintergrund sehen, In your name in deinem Namen and for your glory. und für deinen Ruhm. Amen. Amen. Thank you. Dankeschön.